Hallo zusammen, ich bin's wieder von den Perlen der Osttürkei. Heute sind wir in Malatya. Wir sind gerade vorhin angekommen und haben jetzt ein bisschen was gegessen und sitzen hier ganz gemütlich in einem Park mit einem Restaurant hier, Piano heißt, mit ein bisschen Wassersprudeln. Ich hoffe, man versteht meine Stimme. Ja, morgen fahren wir von hier aus ein bisschen weiter nach Darende. Es gibt einen schönen Canyon und das ist ein Tagestrip. Und übermorgen werden wir dann noch ein paar Sachen, die hier in der Nähe sind, besichtigen. Vielleicht noch ein Wort zu den Erdbeben, das vor 1,5 Jahren stattfand. Man sieht hier die Folgen noch sehr stark. Es ist leider so, dass, ich würde mal sagen, jedes dritte Haus entweder abgerissen wurde oder leer steht und kurz vor dem Abriss ist. Und wie wir hergefahren sind, haben wir auch eine riesen Containerstadt am Außenende von der Stadt gesehen. Offensichtlich leben noch viele Menschen, die hier in der Stadt eigentlich wohnen, in dieser Containerstadt. Das ist sehr schade, aber na gut. Also wenigstens gibt es jetzt keine Opfer mehr, aber ja, die Wohnsituation ist noch nicht ideal. Aber jetzt freut euch mal auf die anderen Sachen. Viel Spaß. Malatya ist in der Türkei für seine hochwertigen Aprikosen berühmt. Sie wird oft als Hauptstadt der Aprikosen bezeichnet. In der gesamten Region gibt es viele Plantagen mit Aprikosenbäumen und an allen Ecken gibt es Stände, wo die Früchte angeboten werden. Die Region ist aber auch geprägt von einer langen Geschichte, die bis in die Hethiterzeit zurückreicht. Vom Hotel aus kann man teilweise die Schäden des Erdbebens erahnen. Wie wir später erfuhren, war die Stadt nicht so sehr von Opfern betroffen, die Schäden waren aber doch recht groß. Der Staat hat deshalb entschieden, nicht erdbebensichere Gebäude abzureißen. Um die Wirtschaft am Laufen zu halten, wurden Container mit Glasfronten an den großen Straßen bereitgestellt, damit Läden weiterhin Geschäfte machen können. In Darende gibt es ein bekanntes spirituelles und historisches Zentrum, das dem islamischen Gelehrten Somuncu Baba gewidmet ist. Man kann dort auch sein Grab besichtigen. Somuncu Baba lebte im 14. Jahrhundert und war ein asketischer Lehrer und Gelehrter, der hauptsächlich in der türkischen Stadt Bursa wirkte. Direkt daneben liegt der Fluss Toma, der sich durch einen malerischen Gebirgscanyon schlängelt. Hier kann man wunderbar unter Bäumen spazieren gehen und in Cafés, die direkt am Wasser liegen, entspannen. Auf dem Rückweg nach Malatya machten wir noch am Levent Canyon Halt.
wo es ein Café mit Glasboden direkt über dem Canyon gibt. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber eine tolle Aussicht ist es allemal. Arslan Tepe ist eine bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte nördlich von Malatya und ist über 6000 Jahre alt. Sie war eine wichtige Stadt im frühen Mesopotamien und gilt als Wiege der Bürokratie und der ersten staatlichen Strukturen. Besonders beeindruckend sind die Überreste eines Palastes aus der Bronzezeit mit kunstvoll verzierten Lehmziegelwänden und einem der ältesten bekannten Thronsäle. Die Funde von Waffeln, Siegeln und Tafeln zeigen, wie fortschrittlich die damalige Gesellschaft war. Arslan Tepe wurde 2021 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Batalgazi liegt nördlich von Malatya am Ufer des Euphrat und ist bekannt für ihre reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Die Stadt war ein bedeutender Knotenpunkt an der römischen Handelsroute. Batalgazi beherbergt einige gut erhaltene Bauwerke aus der Zeit der Seldschuken und Osmanen, darunter auch die prachtvolle Ulu-Moschee aus dem 13. Jahrhundert. Leider wurde die Moschee durch das vergangene Erdbeben stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass wir sie nicht innen besichtigen konnten. Auch die ortsansässige Karawanserei war an dem Tag nicht zugänglich. Dafür haben wir uns direkt nebenan von einem Pidebäcker mit einem guten Mittagessen versorgt. Unsere Reise in diesem Sommer geht hier in Malatya zu Ende. Im Herbst werden wir zum Abschluss unserer Osttürkei-Reihe die kulinarischen Köstlichkeiten der Stadt Adana ansehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, werdet ihr auch direkt darüber informiert. Bis zum nächsten Mal.